Hallo, heute werde ich dir zeigen, wie du dieses Zuru oder Kranich Seitenmarker machen kannst. Dazu benutze ich so ein Origami-Papier, kann man so Päckchen kaufen. Was ich benutze heute ist 11,7 cm. Ich habe hier andere Muster und andere Größe. Man kann das kleine wird von denen hier gemacht. Oder das ganz große wird von dieses ganz großes Papier gemacht. Gut, dann fangen wir an. Das Papier einmal in der Mitte falten. Dann noch einmal in der Mitte falten. Wie bei Nähen, Origami ist es auch so, dass genauer man arbeitet, genauer kommt es raus. Aber meiner Meinung nach, das Wichtige ist, dass man was macht und dass man aktiv wird, weil wenn man nur etwas Perfektes macht, kann man nicht anfangen. Weil der Anfang ist immer ein bisschen schwerer. Ich weiß noch, als ich die ersten gemacht habe, die waren immer ein bisschen oder nicht so genau, aber Übung macht der Meister. Und so ist auch beim Häkeln oder Nähen oder auch Origami machen. Dann, wir waren hier, gell? Mit den Vierecke. Ich nehme eine Seite von die Vierecke hoch und drücke sie runter, dass es ein Dreieck wird. Dann sieht es so aus. Die Vierecke hoch. Das Vierecke runterdrücken. Ich nehme sie lieber in der Hand, wenn ich die mache. Dann kann ich gucken, dass es hier passt. Immer mit der Fingernägel ein bisschen nachdrücken, weil es ist wichtig, dass es diese Falten hebt. Dass die Falten da sind, dann nimmst du eine von den Seiten hier. Ich drehe um, dass ich hier die Falte sehen kann. Eins, zwei. Immer ein bisschen nachdrücken. Hier ist noch eine. Wieder. Gucken, dass sie zusammenpasst. Dann zurückhalten. Dann hier bis in diese Falte falten. Dann auf die andere Seite drehen. Das, was jetzt gefaltet wurde, dann hochziehen, so rein. Und das hier rein falten. So, dass es hier so eine Spitze ergibt. Auf der anderen Seite dasselbe. Macht man hier auf.
rein und wieder achten, dass es ein bisschen in der Falte geht. Und dann auf der anderen Seite dasselbe machen. Hier dasselbe. Drehen. Hier nach draußen. Einmal mit die Fingernägel nachdrücken. Dann hier hoch und dann gucken, dass es bis hier in der Falte geht. Und auf der anderen Seite dasselbe. Dann gucken, prüfen, ob das hier passt. Passt. Dann nehmen wir diese Diamantform, die frei ist. Die tust du so hochfalten und unten drücken. Auf die andere Seite dasselbe. Hochfalten bis in der Mitte, nicht ganz hoch, sondern nur so ein bisschen. Und drücken. Und so sieht es fertig aus. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!